Hallo Modellbahnfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial hier aus dem H0 Detailwerk mit dem Thema, ihr habt es ja schon im Vorspann gesehen, Baumbau für die Modellbahn. Ich habe das Video in 2 Teilen gedreht, der zweite ist noch nicht ganz fertig und möchte heute beginnen mit dem Stamm und dem Astwerk, also dem Gerippe eines Baumes. Im zweiten Teil werden wir uns dann der Belaubung zuwenden. Ja, vorab war ich in der freien Natur, habe hier eingeblendet einige Bilder als Vorlage geschossen oder auch bei einem Waldspaziergang die entsprechenden Grundmaterialien gesammelt. Vergessen will ich nicht, die Hersteller bieten natürlich auch einiges an Bäumen an und ich habe mir hier einmal von der Firma Noch ein paar Tannen in bester Flaschenbürstenmanier besorgt, die aber schon mit kurzen Grasfasern beflockt sind. Da werde ich euch am Ende des zweiten Videos als kleines Extra nochmal zeigen, was ich aus dem Baum raushole, wie ich ihn verfeinere, damit er auch meinen Ansprüchen genügt. Ja, dann wünsche ich euch nur viel Spaß mit dem Video und ganz wichtig in dieser Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder hier auf meinem Kanal. Hier nun meine Ausbeute vom Waldspaziergang. Naja, ein bisschen mehr ist es schon geworden und ich habe auch versprochen, nur die Zweige vom Waldboden aufgesammelt, damit es keinen Stress mit dem Förster gibt. Jetzt erfolgt zunächst ein Bruchtest und dann eine genaue Durchsicht auf Brauchbarkeit, zum Beispiel gebogene Äste für Laubbäume und gerade für Tannen oder Fichten. Die weitere Bearbeitung ist das Ablängen, Entfernen der alten Rinde und Zuspitzen am oberen Ende. Zum Schluss wird noch ein Zahnstocher, stabiler Draht oder auch Nagel zur Befestigung auf der Anlage eingeklebt. Rundhölzer aus dem Baumarkt oder Modellbauladen sind natürlich ebenso geeignet, vornehmlich für die geraden Exemplare unter den Baumstämmen. Noch ein Tipp: Zusätzliche Äste lassen sich leicht mit Draht in Stärken ab ca. 0,7 mm und Sekundenkleber mit dem Hauptstamm verbinden. Den Draht habe ich auf der Rückseite umgebogen und dann in einem zusätzlichen Bohrloch befestigt. Die Methode mit dem verdrillten Draht dürfte hinlänglich bekannt sein. Auch ich kann darauf nicht verzichten, erlaubt mir doch der Draht mit seiner Flexibilität, jede Form eines Baumes zurechtzubiegen. Vorhanden waren bei mir Drahtrollen, aber auch Kabelreste habe ich zusätzlich abisoliert. Neben einem kompletten Baum habe ich zusätzliche Äste für die Holzstämme und auch kleine Büsche verdrillt. Für letzteres sind die Anzahl der Drahtenden zu reduzieren. Die Drahtstärken variieren bei mir zwischen 0,5 und 1 mm.
Auch wenn nicht unbedingt erforderlich, habe ich zur Erhöhung der Stabilität Astabgänge und die Enden verlötet, sowie zusätzliche Äste aus Einzeldrähten angelötet. Nun geht es an die endgültige Formgebung mit dem Richten und Biegen der Äste und Abschneiden zu langer Drahtenden. Hier lässt sich schon recht gut die Form einer entstehenden Birke erkennen. Ein relativ gerader Stamm mit einem schönen Wurzelansatz ist die Grundlage für eine Kiefer. Die verdrillten Äste werden in Bohrlöcher geklebt, auf der Rückseite umgebogen und möglichst in einem zusätzlichen Bohrloch fixiert. Einzelne Drähte am unteren Teil des Stammes imitieren abgestorbene bzw. abgebrochene Äste. Zum Schluss erfolgt auch hier wieder das Formen und Zurechtstutzen der Drähte. Auch die Modellbahnhersteller bieten diverse Baumbausätze. Hier ist vielfach Kunststoff das Grundmaterial. Von den Bearbeitungsschritten wie vom Hersteller vorgesehen, weiche ich oftmals ab. Rohlinge habe ich von Woodland, Noch und einem unbekannten Hersteller in meinem Vorrat gefunden. Außer dem bereits mit Ästen versehenen Baum von Noch müssen die beiden anderen zurechtgebogen werden, was zum Teil auch den Einsatz einer größeren Zange verlangt. Beim Woodland-Rohling braucht ihr nicht zimperlich sein, hier kann man auch richtig zupacken. Vorsicht ist bei diesem dünnen Gerippe geboten. Das Plastik wird sehr schnell weiß, ein Zeichen für die Überbeanspruchung. Darum habe ich den Stamm und den ganzen Baum zur zusätzlichen Verstärkung nochmals mit einem Draht umwickelt.
Nachbildung der Rinde habe ich einfach mit feinem Sand vorgenommen. Zuvor befreie ich alle Drahtbäume bzw. Äste von Flussmittelresten des Lötzins, damit der nachfolgende Leimauftrag besser hält. An Leimen habe ich den bereits braun eingefärbten Landschaftskleber von Polack oder auch einfachen Holzleim mit Zusatz von wenig brauner Pulverfarbe verwendet. Falls die Leime noch verdünnt werden müssen, mache ich dies mit noch vom Renovieren übrig gebliebenem Acryl-Tiefengrund. Dieser nur einseitig mit Ästen bestückte Laubbaum ist für den Anlagenrand oder auch Hintergrund in Halbrelief bestimmt. Den Baumstamm habe ich hier nicht besandet. Mal schauen, ob am Ende der glatte Stamm als Rindennachbildung ausreicht. Bei den Drahtbäumen ist oftmals ein mehrmaliges Besanden erforderlich, um den verdrillten Draht so gut wie möglich verschwinden zu lassen. So, wir sind bereits am Ende vom ersten Teil. Im zweiten starten wir dann mit der Farbgebung, wobei ich jetzt schon meinen Lieblingston für Baumrinde verrate. Es ist Dark Earth Nummer 82 von Revell. Ich gehe derweil Blätter sammeln für die Belaubung. Vielleicht begegnen wir uns ja bei einem Waldspaziergang. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald.